Clash Royale ist vor wenigen Tagen offiziell 7 Jahre alt geworden und in diesem Video schauen wir uns an, wie das Game 2016, als es vor 7 Jahren rauskam, aussah und was sich bis heute geändert hat. Welche Veränderungen am krassesten sind und was du davon niemals gedacht hättest, das siehst du jetzt. Daumen nach oben und Abo da lassen, wenn es dir gefällt und heute Abend im Livestream dabei sein. Da gibt es ziemlich globale Turnier-Action. Du hast nicht vergessen, gerne auch Code BigSpin im Shop antragen. Kuss geht raus und wir gehen rein. Das Video, auf das wir jetzt reagieren werden, ist selbstverständlich in der Beschreibung verlinkt und ich bin sehr, sehr gespannt, was sich gegenüber 2016 bis vor wenigen Monaten Stand dieses Videos geändert hat. Ich würde sagen, wir gehen direkt einmal rein. Let's go. In 2016 versus now. Ich bin gespannt. Alter, ist so geil. Also wenn ich die Golems schon wieder sehe. When towers used to look like wizards with books? Probably not. Ganz krank. Here are 37 Clash Royale things that have changed since 2016. Ja. Also 37 Dinge, die sich eben seit 2016 geändert haben und ich bin sehr gespannt, welche davon das krasseste ist. Ja, wir gucken mal. Number 1. When Night Witch was first released, it spawned 2 bats every 5. Oh mein Gott, so broken. Guckt euch diese Karte schon an. Wenn ich das schon wieder sehe, dann kriege ich gefühlt Durchfall. Diese Karte war das brokenste, was es jemals in Clash Royale gab, so ziemlich mit dem Phönix zusammen. Der Phönix war ja auch komplett broken, aber die Nachttexte damals 5 seconds, and upon death, spawned 4 new bats, making it the most powerful card in the game up to date. Guckt euch das an. Du musst dir vorstellen, da sitzt jemand in Finnland und denkt sich, es ist eine richtig balanced Idee, einfach mal die Nachttexte genau so zu machen, dass ihr einfach gefühlt alle 3 Sekunden 2 Bats spawnt und dann am Ende noch 4 oder 5 Fledermäuse als Death Spawn hat. Supercell quickly took note of this and nerfed it into oblivion. While Night Guckt Witch euch das an. used to Diese Karte, ihr habt gerade gesehen, in den Patch-Notes hat gefühlt 20 Nerfs bekommen, weil sie die ganze Zeit einfach zu broken war. be able to kill a tower by itself, it's now kind of bad. Number 2. Freeze used Also ohne Witz, ich muss sagen, so einen Nachttexten-Buff würde ich übel fühlen. to look like a clone spell and was much more powerful. And by more powerful, I mean it used to freeze troops for a total of 5 seconds, which would give a max balloon enough time to completely kill the tower. Number 3. Fire spirits used to spawn in a trio of 3. Oh mein Gott, Digga. Ich glaube, die meisten von euch werden sich daran noch erinnern können. Spireflöte hat 2 Elixier gekostet und war eben nicht einer, sondern eben mehrere, nämlich 3 Stück. Aber deswegen hat die Karte auch keiner gespielt, weil du konntest sie immer gut abklären. Du hast Gette gehabt, die haben positiv gegen die Karte getradet. Erst seitdem der Fire Spirit tatsächlich einfach mal nur noch 1 Elixier kostet, genauso wie die anderen Spirits, ist er überhaupt irgendwie in der Meta und seitdem ja auch eigentlich relativ stark. Cost exactly 2 elixir. Isn't that cute? Das ist so krass. Guckt euch, also die Interaktion, ne? Ich meine, das kannst du halt mit Skeletten 1 kostengünstiger machen, aber sehr krass, dass das schon damals funktioniert hat eigentlich, oder? Spirits used to be very unpopular, but they still had a bunch of possible tricks, like completely countering a goblin barrel. Alter, was? Hab ich doch noch nie gesehen. Okay. Completely killing a minion horde or combining in weird pushes. Number 4. Golem used to have a chain around its neck. Digga, das ist auch krass, ne? Also das, ich glaube, das wurde schon recht früh geändert. Ich glaube, das wurde geändert 2017 bereits. Also Mitte 2017, als Flobby und ich relativ gut waren und Ladder auch aktiv gepusht haben und Flobby halt Platz 3 der Welt gefinisht ist, da, also ich bin natürlich immer noch gut, ne, und Flobby auch, aber ihr wisst, was ich meine. Damals, als Flobby unter den besten Golem-Spielern der Welt oder der Beste war, ich glaube, da war das schon anders. Ich glaube, das war nur bis 2017. No crystals compared to the version we have now. It also had a custom explosion effect which dealt damage when splitting into 2. Number 5. You see this heal spirit? Ja, man kennt ihn. Der Klassiker, ja. Da gibt es natürlich ganz klar den Kollegen Heilzauber, der auch gelöscht wurde. Ich glaube, im April 2018 wurde der, April 2020 wurde er, glaube ich, entfernt, wenn ich mich nicht täusche. Late in 2016, this was the heal spell. The heal spell was much better at healing things, had better range, but it did cost 1 more elixir. Und vor allen Dingen war der Heal-Spell absolut schlecht. Der Heal-Zauber wurde released, dann war er, glaube ich, schlecht, dann wurde er gebufft, dann war er super krass. Dann hat jeder irgendwie 3 Musketiere gespielt und wenn du Poison gegen 3 Muskis dabei hattest, hast du automatisch verloren, weil du hast die einfach hochgeheilt. Wenn du aber keinen Poison hast, sondern Feuerball oder der Gegner, hat der Gegner einfach gewonnen. 2022, and now the only healing card we have is the Heal Spirit, which is still considered worse than ja gut, es gibt natürlich noch die Heilerin, aber ja. the heal spell. Number 6. Free wooden chests used to be in the game. If you look at the top of this image, wooden chests used to be given out every... Gott, wie lange ist das denn her? Also jetzt, wo das angezeigt wird, kann ich mich erinnern, aber das war ja safe nur so bis zur Krontour, oder? few hours. Same with crown chests, Alter, which you could unlock upon destroying 10 crowns. Number 7. In 2015, Clash Royale was actually named Scroll,
Scroll was the earliest version of Clash Royale, with 2 wizards for king towers, crystal buildings as towers, and Alter, also ich meine, man sieht so ein bisschen ähnlich wie Clash Royale aus, klar, aber da sieht man auch, wie weit sich so ein Supercell-Spiel entwickeln kann. Ich glaube, diese Bilder hat Supercell immer in so einem eigenen Artwork-Buch veröffentlicht, deswegen sind die öffentlich, aber es ist krass, wie sehr sich seither einfach das Game verändert hat. Grassy River as the arena. There was also an elixir bar, storing up to 100 elixir, compared to the 6, 4, 100 Elixier, Digga, was haben die damals geplant? and 3 elixir costs these same troops have today. Number 8. Clan Wars used to look like this. Rewards were earned through the clan Oh mein Gott, chest, es war gerade sogar einfach Deutsch und du gelesen, da stand Sammeltag. Ha! which had 10 tiers, every tier making the chest slightly better until you had a really, really good chest. Boah, This auch Deutsch, hey, wie geil. chest, however, was still not guaranteed a legendary card. Fast forward to now. Clan Wars look like Also ich sag mal so, damals war Clan War irgendwie geiler, oder? Also jetzt war real. Supercell hat Jahre gebraucht, Jahre an diesem Feature Clan Wars gearbeitet und irgendwie war es am Ende trotzdem schlechter. this, and the clan chests look like this. Aber Number die 9. Clan-Truhen sind natürlich besser, klar, das muss man sagen, die Truhen Mortar sind used besser. to cost 6 elixir, and Musketeer used to cost 5. Das ist Mortar so was krank. changed to 4 Das ist so krank, wenn man sich das überlegt, wie einfach die Elixierkosten so anders waren. elixir because it made games way too slow, while Musketeer was changed to 4 elixir because it was worth. Weißt du, dann ändern sie die Musketieren, okay, dann ändern sie den Mortar und sagen, ja, mit 6 Elixir wird das Game zu langsam. Aber was mit dem Pissbogen? Hallo, Supercell, der Pissbogen kostet auch 6 und da ist das Problem, weil diese Karte ist der Wirt. Der X-Bogen ist der eigentliche Wirt, der das Spiel langsamer macht. Mortar ist klar auch broken, aber warum wird die Entscheidung nicht auf den X-Bogen übertragen? Value than the wizard. Number 10. Skeletons used to have 4 skeletons Oh, spawn. das waren die besten Clash Royale-Zeiten. Ich sag's euch, wie es ist. Als die Skelette 4 waren, das war das Beste. Jetzt Kobolde 4, auch sehr geil, kosten aber eins mehr, ne, klar. Sind nicht so krass, wie die Skelette es damals waren. Da muss ich wirklich sagen, diese Karte damals für 6 Elixier, für ein Elixier mit 4, komplett geil. Squarish form. Supercell eventually got rid of one of them and added them to the skeleton army. Even after this nerf, skeletons are still one of the most used cards. Ja, ja, Even today. trotzdem krass. Also man muss sich manchmal vorstellen, was wären, wenn die krassesten Versionen von damaligen Karten, wie zum Beispiel Skelette mit 4 Elixier oder auch die Nachthexe, wenn die heute einfach so ins Game in die Meta gebracht würden. Ich würde gerne mal sehen, wie stark sie im Verhältnis zu anderen Karten werden, weil es hat sich so viel im Game geändert. Also da wären, glaube ich, der ein oder andere Unterschied sehr, sehr doll erkennbar. Hey, number 11. You see this deck? Oh Yeah. mein This deck was Gott, the oh Gott. popular deck in 2016 and Yeah. had the highest win rate at 64.6%. The most popular deck now is Hog Rider 2.6, Yeah. consisting mainly of Cannon, Musketeer, Hog Rider, and Fireball, which is somewhat similar to the 2016 version. Ich sag mal, es ist ähnlich, klar, aber damals war die Pumpe halt broken. Also du hast ja damals wirklich, es gab eine Zeit, da war Hover krass. Der Screenshot, der stammte so aus dem Oktober, müsste es gewesen sein. Da kamen nämlich erst die Guards wirklich ins Game und waren überhaupt in der Meta. Und damals war genau dieses Deck, was er gezeigt hat, sehr, sehr krass, definitiv. Hawk mit Pumpe war sowieso krass. Hover gab es eine Ewigkeit, dann wurden einfach die Guards in die Valkyrie sozusagen reingepackt und dadurch ersetzt. Aber ja, stimmt. Hawk ist ewig am Start, aber halt jetzt gerade auch nicht so gut in 2.6 zumindest. Number 12. Legendary cards used to be maxed Ja. at level 5, Das with war auch Epics krass. maxed out at level 8, Rares at Das level gibt mir so Nostalgie-Kicks, Junge, wie geil. 11, and Commons at level 13. Supercell changed all card levels to max out at 14 due to frustration from new incoming players. Das ist einfach so krank, wenn man sich alte Videos anschaut und dann feststellt, das sind einfach legendäre Karten Level 5 und kein normaler würde das raffen. Die werden alle gebroppt. Was ist denn das für ein Müll? Number 13. E-Barb's players used to have dads before they all left shortly after. Oh mein Gott, guter Joke. Speaking of which, E-Barbs used to be a lot more powerful, Yeah. hitting every 1.5 seconds opposed to the now every 1.7 seconds, which doesn't seem like a huge change, but if you look at this video, ist gestört gewesen. it really was. Also Supercell dachte sich an einem Punkt, wir buffen die Elite-Barbaren und den Royal Giant so krass, das haben sie wirklich gesagt, dass die aus der Mitte da verschwinden, weil die Spieler, die diese Karten spielen, so ein gutes Deck zwangsläufig haben, weil die E-Barbs so stark sind, dass sie hochkommen. Die wollten die E-Barbs aus der Mitte da verbannen, indem sie die Karte komplett overbufft haben. Ich weiß es doch ganz genau, war komplett wild. Number 14. King Towers used to be maxed at level 12, Ja. until Supercell quickly added level Aber das ist auch sehr, sehr lange her. Also genau, erst kam Level 13, das kam ja, glaube ich, relativ im April oder Mai im 2016 schon. Und dann kam halt jetzt Level 14 und bald, irgendwann, hat Supercell ja gesagt, kommt auch Level 15. Also hat wirklich lange gedauert, bis der Schritt von 13 auf 14 kam. Jetzt geht es etwas schneller, auch wenn wir natürlich fairerweise jetzt auch schon wieder 1,5 Jahre davon entfernt sind. 13, and in 2021, decided to add level 14.
Number 15. Miner used to actually deal damage before the continuous nerfs Supercell eventually decided to deploy. Junge, was ist das für ein dummer... Ey, okay, das ist Fail. Also das zu sagen, ist Giga-Fail. Der Miner ist gerade eine der besten Karten der Meta und der könnte gefühlt einen Damage machen, es wäre völlig egal. Diese Karte macht immer noch Damage, Kollege Schnitsch. Also dieser Fakt ist falsch. No reason. Also klar, der Miner war immer noch viel stärker damals. Klar, der war komplett broken, aber jetzt ist er halt immer noch komplett broken und das trotz gefühlt 10 Nerfs, die die Karte bekommen hat. That Miner can heal towers, but it seems like every day we're getting a little bit closer to that becoming a reality. Ja, weil die Karte broken ist, Mann. 16. Many card designs used to look a lot different, many of which had an old school look to them. Guckt euch das an, Junge, guckt euch den Bomber an, was ist das? Royale took all of these old designs and So replaced geil. them with new, brighter. Ja, man sieht echt mehr genau, also die Farben so, das ist dunkler hier so ein bisschen, das ist dunkler und nicht so farbenfroh. Der Kollege hat sowieso komplett eingesoffen gehabt, einfach fette Zahnlücke und eine richtig rote Nase. Gut, die hat jetzt immer noch, hier hat er irgendwie, keine Ahnung, 3 Promille und, ey, das ist krass. And clearer designs. Yeah. Weirdly, now Clash is starting to replace those with ultra new designs. I don't really know what to think about that. Number 17. Ice Spirit used to freeze troops for 1.5 seconds, compared to the 0.5 seconds it freezes them now. Again, komplett broken, Junge. though this may seem like a minimal change, it actually made the Ice Spirit much worse. Der Eisbild ist halt immer noch stark, ne? Immer noch eine absolut krasse Karte, gerade in der Miner-Meta. 18. You see this? Yeah. Oh mein Gott, das war damals das Endziel. Ich wollte so hart in die legendäre Arena. Das ist jetzt der Schweineberg, heutzutage eine völlig irrelevante Arena. Damals war das höchste der Gefühle. This was Legendary Arena, but it was at 3,800 trophies. Ich sag's euch ehrlich, ich fand die alte geiler. Also die alte legendäre Arena. Die alte legendäre Arena war komplett viel nicer, fand ich. Compared to the 5,000 it's at now. While it used to be many trophies lower, it was still much Also einfach nur die Arena. Die hätten einfach die Arena nehmen können, hätte gepasst. Einfach Schweineberg da hochhauen, perfekt. harder to reach, as players were a lot more competitive back then. Number 19. Emotes used to be limited to the selection of these. Now, 6 years later, there's krass. over 200 emotes to choose from in a battle. Das Update kam Anfang 2018. Mai 2018 kamen die ersten Emotes und das waren diese Kobold, zum Beispiel der Stechkobold. Das waren die Emotes. Number 20. Die ersten. Expo used to hit its own tower. Was? Nobody knows Was ist das denn? X-Bogen hat den eigenen Turm angegriffen? why, but on April Fools, Achso. Supercell added Ja, this. und April Number Fools, 21. okay. If you and your opponent hadn't taken a tower, the game would end in a draw. Overtime was not a thing back then, Oh and the mein game Gott, das ist das Beste, was wir an Clash Royale jemals geändert haben. Das war, glaube ich, sogar bis Mitte 2018 oder so. Wenn du ein Game gespielt hast und du hast keinen Turm geholt und der Gegner auch nicht, dann war das Leben egal. Da ist kein Turm runtergelaufen. Nein, es gab keinen Tiebreaker. Du hast einfach gedrawt. Und deswegen waren die ganzen X-Bogen-Spieler auch so krass dabei, weil die konnten sich einfach 5 Minuten SimCity einturteln und die Welt war in Ordnung. didn't count down who had more health points. Yeah. Number 22. Battles used to cost gold, but this was later changed when So Supercell dumm. received numerous complaints from players Das hätten sie auch niemals machen können. labeling it pay to win. Ja, Literally. komplett dämlich. Number 23. Royal Giant used to shoot nearly as far as a princess, bypassing any kind of defensive unit. This is now fixed. Das waren die größten Pain-Zeiten bisher. Du hast eine Kanone gesetzt, der RG war einfach aus der Range-Weite. Guck mal hier, guck mal. As Inferno Tower and Guck Tesla mal, was ist denn das? Also jetzt geht's hier, aber bei der Kanone war es nicht to so. fully counter it. Yeah. Kinda. Number 24. Clash Royale's logo used to look like this. And Stimmt. now, it looks like this. While the old one is nostalgic, the new one does look a lot better. Ja. Number 25. Valkyrie Prince was one of the most popular combos. Ja. But Valkyrie Prince now is never used because of Also Valkyrie Prince ist jetzt Mid-Ladder. Damals habe ich, glaube ich, mit Valkyrie und Prince und Giant Poison Platz 2 in so einem 1000-Spieler-Turnier, was irgendwie damals 1000 Euro gekostet hat, zu Gründen gemacht. Ich habe so eine fette 10.000 Kartentruhe geöffnet. so many things being able to counter them. Yeah. For example, P.E.K.K.A. counters Valkyrie Prince. Ice Golem Skeletons counter Valkyrie Prince. Giant Skeleton counters Valkyrie Prince. Ja, okay, and also so die on. Karten haben damals auch schon Valkyrie Prince gekontert, ne, klar. Aber damals, du hast ja auch nicht zusammen in der Brücke gespielt. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen komisch, was der Kollege hier sagt. On and so forth. Number 26. The Super Magical Chest was the most expensive and desired chest Das until war so krank, Junge. Die Super Magical Chest, wie wir damals noch Openings damit gemacht haben. poof, it vanished and was replaced by the legendary King's Chest, ja, which was a genau. huge upgrade. Number 27.
Balloon was so bad in 2016 that Supercell had to increase the damage by 105% and the bomb radius by 50% Sie hätten es doch einfach lassen können. Da wäre der Ballon jetzt gar kein Problem. Alles gut. just to make it viable. Number 28. Three Musketeers cost 10 elixir and were eventually buffed so that they'd cost 9 elixir for all three. Well, as 10 elixir they were bad, the eventual buff to 9 elixir made Three Musketeers extremely popular in decks such as these. Oh mein Gott, da haben wir gerade so krasse Nostalgie-Decks gesehen, ne? Guck mal hier, guck mal nochmal hin. Warte, hier. Oh mein Gott, die ganzen, das ist so krass. Dieses Deck, ne? Dieses Deck, wo ich gerade mit der Maus drüber bin, diese ganzen Decks mit dem Miner, die waren so broken. Ich glaube, das Deck war es, ja. Das Deck hier war eines der brokensten Decks über Jahre. Dann gab es noch irgendwelche Knechte, die haben Giant Graveyard gespielt, das sehe ich jetzt hier gerade nicht, aber auch das komplett krass. Aber diese 3 M-Decks, ne? Alle hier, diesen Unterbau, diese 5 Karten waren alle dabei. Miner, Pumpe, 3 Musketiere und dann 2 Spam-Karten, die gingen alle komplett durch die Decke. A bunch of changes eventually just made them unplayable, and look at the usage right now. Ja gut, ist natürlich jetzt ein paar Monate her, das Video, gerade geht's wieder. Number 29. Expo originally attacked air troops, das which kennen wir made auch. it even more Komplett annoying than krank. it is now. Because Expo could attack air troops at launch, it's possible that... Alter, aber back then- guckt euch, was ich hier viel krasser finde, guckt euch bitte damals an, wie dumm der Ballon war. Der Ballon hatte genau diesen Lebensbalken. Es ist nicht gefotoshoppt, es ist kein Fail. Der hatte ultra viel Leben, so ähnlich wie jetzt. Und er hatte diesen Lebensbalken. Du konntest zu 0,0% abschätzen, wann die Einheit tot ist. Kannst du ja heute immer noch nicht. Expo could have been a legitimate counter Guckt to a euch lot of das the an, loon wie dumm. decks, as Expo would have been Wer able hat to das counter designt? air troops from a far distance. Number 30. In 2016, Mir gave troops an extra level for a cost of 1 extra elixir. While Mir was fun to use in casual matches, it never really found its place in meta. Bam. Oh god. Mir became a lot more popular once the 2-level gap was released and brought die level Karte war so broken. 16 cards to the arena. This was again changed like 2 weeks ago, so Ist now auch gut so. Mir only gives 1 extra level. The same as 2016. Number 31. Tournament chests in 2016 could literally max your account. Und da haben wir es. Und so eine Truhe, die zweitbeste davon, habe ich aufgemacht. Es war einer der besten Tage jemals in Clash Royale. Und in dem ganzen Sommer, den ich hatte, ich habe da nur gezockt, einer der besten Tage, ohne Witz. Ich habe mich die ganze Zeit auf die Truhe gefreut. While chests now are alright, and the designs look quite good, as shown here, chests back in 2016 Guckt euch das were an. much better. And Guckt I euch mean das an. much better. Let's So see the krank. contents of this chest. I'll fast forward. Yeah, that's a lot. Number 32. The Krank. 0 elixir barrel shown here was in the game for one special event before being mysteriously removed. This 0 elixir barrel Auch is ein presumed Aprilwitz. to have been replaced by the 2 Aprilwitz, elixir Aprilscherz. barbarian barrel, Ja. which has a pretty good win rate, but isn't nearly as cool. Number 33. Stimmt. Clash Royale loading screens progressed throughout the mein years. Gott, das ist auch geil. Wir müssen mal so eine Compilation aus allen Loading-Screens. Es sind sehr viele sehr geil dabei. Schreibt immer in die Kommentare, welcher Loading-Screen fandet ihr bisher am geilsten? Exactly this order. If you take a look at the first loading screen from 2016 Ist schon sehr, sehr heftig, wie sich das gewandelt hat. Aber der ist halt Nostalgie. and compare it with the new one here, you can tell just how many new cards were added into the game. Ja, It's crazy, really. Number 34. In 2016, the Clash Royale item shop looked like this. oh mein Gott, das war so krass. Du konntest einfach damals 3 legendäre Karten im Shop kaufen. Du hast ihn einmal und immer wenn du ihn weiter gekauft hast, hat er mehr gekostet. 3-mal konntest du den bis zu kaufen. Ich habe meinen Friedhof genauso gemaxt. Ich habe Gold grind ohne Ende, bis ich ihn einmal im Shop hatte und 3-mal kaufen konnte. You can immediately tell cards back then cost less gold, with prices at 220 and 1,000 Ja, opposed to the now aber die haben sich erhöht. 800, 2,000, 3,000 and 40,000 prices that we have today. You can even buy cards with gems now. Or Ja, aber, ne, fail, ne? Also You can da use my haben sich die creator Preise auch dann erhöht. code. Number 35. In 2016, the only cards that could cross the water were literally just flying troops and Hog Rider. Now, in 2022, the Heilerin, Healer, Prinz, Ghost. Prince, Dark Prince, Royal Hogs, Mega Knight, and countless other flying troops can all do the same. Groß auch, Bruder. Number 36. The Elixir Collector used to be a pretty good defensive mechanism. People Das ist so gestört gewesen. Die Pumpe. Die Leute haben defensive Pumpe gespielt. Du denkst dir WTF, ja, heutzutage denkst du dir, was ist denn das für ein Knecht, der das macht? Aber heutzutage, da ist auch noch der Mini-Halsband-Golem. Aber damals war es wirklich so, du hast die defensive Pumpe platziert und sie hat dir immer noch einen Vorteil gegeben, weil sie irgendwie gefühlt 12.000 Leben hatte. War komplett gestört. used to actually use it to defend pushes and tank damage. Ja. When Supercell nerfed Elixir Collector's health points twice, it became the back of the tower. Hope you don't Hier, guck mal, was haben wir hier? Balance-Update, wir gucken mal hier. Erstmal die Kosten auf 5, ne? Da war auf 6, da wurde sie nicht mehr so eine No-Brainer zu spielen. Dann haben sie hier decreased 9%, haben sie nochmal um 13% und das ist komplett. Also daran siehst du halt, wie heftig die Pumpe eigentlich Meta war und wie heftig auch die defensive Elixierpumpe war. Fireball weakling unit it is now. Ja. Number 37.
Clash Royale in 2016 used to be extremely popular and came out of seemingly nowhere. Ihr müsst euch vorstellen, hier so war der Hype von 2021 und das ist weniger als 50% von Anfang 2016. Dieses Game hat alles revolutioniert. Jeder kennt Clash Royale, hat einfach 2016 gehört. Clash Royale hat Taking its spot YouTube as one of the übernommen. most popular mobile games in history. Ja. In 2022, the game is still decently popular, but definitely nowhere near it Ja, klar, ne? So ein Hype nimmt ab, so ein Hype nimmt zu. Gerade geht's wieder, once was. Our aber goal with this channel is to bring back the good das ist wirklich memories sehr, on sehr heftig. Ey, wenn es dir gefallen hat, lass jetzt einen Daumen nach oben da. Gern den Typen in der Beschreibung abchecken. Mir hat sehr Spaß gemacht. Wir sehen uns im nächsten Video und am Stream. Hau rein, danke fürs dabei sein. Bis dann.